Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von der Heat Company, der Heat Smart 3 Pro. Die Heat Company aus Österreich hat seit 1994 Handschuhe im Programm, ursprünglich entwickelt für Spezialkräfte deutscher und österreichischer Militärs. Und das Ganze ist aber so populär geworden, dass es natürlich jetzt auch im zivilen Markt seine Anwendung gefunden hat für Fotografen, für alle, die irgendwo draußen arbeiten müssen und warme Hände brauchen. Wir haben uns gedacht, Grund genug, da mal 2 Videos für euch zu machen. Ihr habt es richtig gehört, es wird ein Zweiteiler. Im ersten Teil behandeln wir den Heat 3 Smart Pro. Das ist quasi das Flaggschiff-Modell. Und im zweiten Teil geht es dann um das Layering-System. Das haben wir hier schon mal für euch aufgebaut. Ganz kurz, damit ihr schon mal wisst, was auf euch zukommt. Der Heat 3 Smart ist ein kombinierter Handschuh. Das heißt, ihr habt einen Innenhandschuh mit einem Fäustling kombiniert. Fest vernähter Innenhandschuh. Und das Layering-System ist, wie der Name schon sagt, eher ein Modularsystem, wo ihr auswählen könnt, welche Außenhüllen und welche Innenhandschuhe ihr miteinander kombinieren wollt. Aber da geht es dann beim nächsten Mal drum. Wir starten jetzt direkt durch mit dem Smart 3 Pro. Die Smart 3 Serie umfasst 3 Modelle. Die sind von der Wärme oder von der Kältebeständigkeit so aufsteigend sortiert. Der erste ist der Heat 3 Special Forces, der zweite ist der Heat 3 Smart und das Premium-Modell, was wir hier haben, ist der Heat 3 Smart Pro. Die unterscheiden sich dadurch, dass hier der Smart 3 Pro innen nochmal beim Innenhandschuh ein Polartec Vlies verbaut hat, was nochmal zusätzlich Wärme gibt, aber da gehen wir dann gleich drauf ein, wenn wir uns den Innenhandschuh anschauen. Übrigens von der Optik her ganz leicht zu erkennen, das Pro-Modell hat hier einen roten Kreis aufgenäht oder eingenäht, vernäht, gestickt, wie man auch immer das bezeichnen möchte. Und die anderen Modelle, die haben dann hier immer den Kreis hier in der Farbe des eigentlichen Handschuhs. Ja, wir haben es schon gesagt, das ist ein kombinierter Handschuh, ein Fäustling kombiniert mit einem Innenhandschuh. Jetzt erstmal, warum sollte man überhaupt einen Fäustling tragen? Fäustling sind doch eigentlich nur was für Babys. Das ist so nicht ganz richtig. Ein Fäustling ist von der Wärmerückhaltung für die Hände immer noch mal besser, gerade auch für die Finger, als ein Fingerhandschuh. Vorteile und Nachteile sind bekannt. Ein Fingerhandschuh gibt mir natürlich Fingerfertigkeit. Ich kann alle Finger frei bewegen, kann jeden einzelnen Finger für irgendwas benutzen. Und habe aber mit einem Fäustling hier dann die Möglichkeit eben nicht mehr, sondern ich habe dann nur eine große Fläche und den Daumen. Ich kann zwar noch einen Schneebesen packen oder so, aber das war es dann auch schon. Ja, und deswegen hat die Heat Company gesagt, wir kombinieren das Ganze, um eben maximalen Wärmerückhalt zu geben in Form eines Fäustlings, aber eben bei Bedarf auch schnell die Finger frei zu haben in Form von einem integrierten Innenhandschuh, hier bei dem Heat 3 Modell. Schauen wir uns einmal den Außenhandschuh als erstes an, den Fäustling. Ja, ihr seht, wir haben hier auf der Oberseite eine Nylon-Shell, auf der Unterseite ist echtes Ziegenleder verbaut. Wir haben hier eine Schürze, die übers Handgelenk drüber geht, also wenn hier die Uhr sitzt, ist die auch noch schön bedeckt. Das heißt, auch mit Jacken könnt ihr den ohne weiteres über die Jacke drüber ziehen. Habt dann hier auch entsprechend am hinteren Ende ein Zugband, um das Ganze eng anziehen zu können. Das Ganze ist so ausgelegt, dass alle Bedienelemente so zu bedienen sind, dass das eben auch mit einer Hand nur geht. Das ist ja natürlich ganz sinnvoll bei einem Handschuh, das muss man immer jemand holen und fragen, hier kannst du mir gerade mal den Reißverschluss zumachen oder den Bändel langziehen. Oder man nimmt dann die Zähne mit dazu. Das ist hier nicht nötig. Ihr könnt hier einfach dran ziehen und habt dann hier hinten die Justierung im hinteren Bereich. Habt ihr auch nochmal eine Klettlasche, um das Ganze nochmal dann gegenzusichern, damit hier die Gummischnur nicht herumhängt. Und dann natürlich auch nochmal hier kurz vor dem Handgelenk habt ihr auch nochmal einen Zugband und auch hier wieder, das Ganze ist so konzipiert, dass es sich schön ranziehen lässt, mit einer Hand bedienen lässt und natürlich auch genauso in die andere Richtung, wenn ich das wieder lösen will, auch das geht mit einer Hand. Weiterhin sind hier jede Menge Fixierpunkte vorhanden. Das heißt, ihr habt einmal im Set mit dabei am Außen eine Öse. Da ist ein Karabiner dran, da könnt ihr beide Handschuhe dran aufhängen, wenn ihr das zum Beispiel in der Ausrüstung oder an der Ausrüstung befestigen wollt. Dann habt ihr natürlich auch nochmal im Innenbereich eine Schlaufe, um auch da nochmal mit dem Karabiner arbeiten zu können. Und was ganz cool ist, hier, ihr habt einen fest integrierten, ist nicht fest integriert, sage ich gleich was zu, aber ihr habt hier einen integrierten Gummiring, den ihr übers Handgelenk ziehen könnt. Und dadurch ist der Handschuh hier immer
an der Hand gesichert. Das heißt, auch wenn ihr die Funktion, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, nicht nutzen wollt, habt ihr immer die Möglichkeit, aus dem Handschuh rauszugehen und eure Hand dann frei zu haben, ohne den Handschuh wegstecken zu müssen. Der hängt dann einfach hier frei herunter. Das Ganze ist hier auch an einem kleinen Ring befestigt. Das heißt, auch das kann ich hier ausschlaufen, wenn mir das nicht zusagt, und das dann hier entfernen. Ist natürlich ein bisschen besser gesichert. Wenn man das in der Regel nicht macht, kann man auch in den Handschuh reinstecken, wenn es einen stört. Aber ich würde empfehlen, das auf jeden Fall dran zu lassen, denn das ist wirklich ein cooles Feature. Okay, dann nochmal rein in den Handschuh und sprechen wir einmal über die Isolierung, denn da haben wir noch gar nichts zu gesagt. Ziegenleder Unterseite, Nylon Oberseite ist klar. Als Isolierung wird hier Primaloft Gold verwendet, das heißt, da habt ihr eine schöne warme Füllung, die den Handschuh dann auch entsprechend wärmt. Hier haben wir für euch mal eine Aufnahme unter Thermal, wie ihr auch seht, wie der Handschuh hier vom Wärmeaufbau und Wärmerückhalt arbeitet. Um an den Innenhandschuh zu gelangen, habt ihr hier auf der Unterseite einen wasserdichten Reißverschluss. Den könnt ihr einfach aufziehen und dann braucht ihr nur hier die Haube oben wegzuziehen und kommt dann hier mit den Fingern raus. Ich bin noch nicht richtig drin gewesen. Gleich mal nachziehen. So. Und dann habt ihr hier eure Finger und könnt damit arbeiten. Die Haube kann man jetzt natürlich einmal so hängen lassen, je nachdem, wie lange ich mit den Fingern arbeiten will. Die stört eigentlich nicht, also man hat hier auf jeden Fall freie Fingerfertigkeit. Aber ich habe hier eben auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Magnet zu fixieren. Der befindet sich einmal hier innerhalb des Rings und hier auf der Front. Das ist auch hier schön zu sehen mit einem gestickten Pfeil. Kann ich das Ganze einmal umklappen und dann ist hier die komplette Lasche oder die Tasche für die Finger oben fixiert am Handrücken. Die Heat Company ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, wir wollen hier auch den Daumen frei bekommen, um eben dann auch die komplette Hand frei zum Arbeiten zu haben. Da habe ich hier eine Klettlasche am Daumen, da kann ich auch hier den Daumen befreien und kann den überstehenden Rest hier mit einem Magnet fixieren. Und dann habe ich auch meinen Daumen frei und kann hier komplett arbeiten. Der Innenhandschuh ist hier aus Polartec Wind Pro Material, das heißt, es ist viermal wärmer als reguläres Vlies. Es ist etwas nässebeständiger und ihr habt hier silikonisierte Logos auf der Unterseite, auch sehr schön Designelement. Man hat von der Heat Company das Logo quasi für diese silikonierten Elemente benutzt, um dann eben hier auch eine Griffigkeit zu gewährleisten. Weiterhin habe ich natürlich auch Touchscreen-Fähigkeit an den Fingern. Genauso wollen wir das haben und das ist cool. Ein weiteres Feature, was man vielleicht auf den ersten Blick für eine Schwimmhaut halten könnte, sind hier so zwei Laschen. Die sind natürlich hervorragend, wenn man darüber nachdenkt, dass man hier einen Innenhandschuh an den Außenhandschuh fixiert hat. Was passiert, wenn ich den jetzt ausziehen würde? Klar, ich ziehe mir den Innenhandschuh mit heraus und dadurch gehen die Finger dann werden auf links gedreht und das ist natürlich ein Problem. Und um das zu umgehen, hat man hier diese beiden Schlaufen. Das heißt, ich kann mit der anderen Hand hier reingreifen und kann dann einfach den Handschuh abziehen. Und dann bleiben die Finger hier natürlich alle draußen. Und dann habe ich die beim nächsten Mal wieder direkt einsatzbereit, wenn ich wieder in den Handschuh einsteigen will und muss nicht erstmal wieder alles von links auf rechts drehen. Das ist echt gut mitgedacht worden. Muss man einfach mal so sagen. Ihr habt weiterhin hier auf der Oberseite nochmal einen Reißverschluss mit einem wasserdichten Profil. Und der ist dafür gedacht, wenn euch das Polartec und das Primaloft Gold nicht reicht als Isolierung und ihr sagt, ihr seid wirklich extrem verfroren oder es ist wirklich kalt und ihr wollt noch mal ein bisschen mehr Wärme im Fingerbereich haben, könnt ihr hier diesen Taschenbereich öffnen und habt dann hier die Möglichkeit, mit den Heatpacks zu arbeiten, die die Heat Company auch anbietet. Die gibt es für einen schmalen Taler im Doppelpack, sind luftaktiviert, das heißt, ihr packt sie einfach aus bei Bedarf und dann habt ihr hier diese Wärmekissen. Auch die haben wir für euch einmal hier unter dem Thermalsichtgerät aufgenommen, dass ihr das mal sehen könnt, wie die arbeiten. Die sind luftaktiviert, das heißt, es braucht einen kleinen Moment, bis die wirklich warm werden. Das heißt, ich packe sie aus und dann kann man gut sagen 10 bis 15 Minuten, bis die dann mal auf Körpertemperatur kommen. Und die halten dann aber auch für 12 Stunden die Temperatur. Und die kann ich dann einfach nehmen und hier oben in diese Tasche einsetzen und habe dann eben nochmal mehr Wärme im Fingerbereich, was man auch hier nochmal unter Thermal sehr gut sehen kann. Die Tasche ist natürlich nicht nur für so Hitzekissen gut, sondern natürlich auch für alles andere, was man irgendwie mitführen möchte, was man vielleicht gerade nicht irgendwo hinstecken kann, wo man schnell ran muss. Ich denke jetzt gerade mal an die Piste, vielleicht, dass man den Skipass da oben rein tut oder ein bisschen
Kleingeld, ein paar Münzen, Scheine, was auch immer. Das alles, was irgendwie flach ist, könnte man hier oben nochmal ohne weiteres hineinpacken, um diese Tasche eben auch nochmal anderweitig zu nutzen, falls ihr sagt, ich brauche jetzt kein Heatpack. Jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Es wird noch kälter und ihr sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht nochmal einen erhöhten Nässeschutz, Windschutz, ja, einfach um das Ganze nochmal ein bisschen wärmer zu gestalten. Und da könnt ihr auch mit dem Heat 3 Smart Modellen, auch wenn es eigentlich zum Layering-System gehört, die Polarhood dazu nehmen. Die sieht so aus. Das ist eine Shell aus robustem Nylon, auch auf der Unterseite wieder silikonisiert, um eben ein bisschen Grip zu geben. Und innen ist sie gummiert. Und diese Hülle nehme ich dann einfach, stülpe sie über meinen Handschuh und habe dann nicht nur hier nochmal ein Stück längere Schürze im hinteren Bereich, also es geht wirklich fast bis zum Ellbogen hoch, sondern habe dann einfach auch nochmal ein komplett dichtes System. Das heißt, hier findet ihr keine Reißverschlüsse, um an die Finger ranzukommen. Dafür ist es nicht konzipiert. Das ist wirklich dann dafür da, wenn es nass und feucht und windig ist und ihr einfach nochmal mehr Isolation braucht. Ansonsten auch hier wieder Haltepunkte zu finden. Dieselben Funktionen wie auch bei dem Heat 3 Smart Außenhandschuh. Das heißt, ihr habt hier die Zugbänder an beiden Positionen, könnt das Ganze hier dann entsprechend eng ziehen, wie ihr das braucht. Und natürlich auch nochmal mit einem Haken sichern, zum Beispiel auch dann an dem anderen Handschuh, um dann hier die Armschlaufe zu nutzen für beide Handschuhe. Auch das geht. Ja, also das ist wirklich nochmal gut durchdacht. Und hier als Ausziehhilfe habt ihr hier nochmal eine kleine Schlaufe, um dann eben hier auch wieder diese Außenhülle schnell abzubekommen. Sehr durchdacht das Ganze. Ja, gutes Beispiel hier gerade. Ich habe jetzt gerade eben nämlich nicht die Schlaufen genutzt zum Ausziehen. Jetzt könnt ihr hier sehr gut sehen, was passiert, wenn man das so macht. Ja, dann kommen die Finger halt auf links und dann hat man beim nächsten Einsteigen wieder ein Problem. Bevor wir zur Abmoderation kommen, noch mal kurz ein paar Worte zur Größengestaltung. Ihr habt 4 Größen bei der Heat Company, wo ihr eure Hände vermessen könnt. Die Maßtabelle, die ihr dort auf der Seite findet, die funktioniert sehr genau. Also wir haben das auch blind gemacht, hatten keine Erfahrung mit den Handschuhen, haben da einmal den Handrücken gemessen, einmal rumgemessen und das hat perfekt gepasst in unserer Größe. Hier in dem Fall haben wir gewählt die Größe 10 und die Polarhood ist dann natürlich, damit es auch über alles drüber passt, eine Universalgröße von Größe 9 bis 13. Das passt dann halt eben auch über eine 10 oder über eine 11 oder eine 12 ohne weiteres drüber, um dann eben auch nochmal hier den Schutz zu haben. Sehr interessanter Handschuh. Bisschen spezialisiert, der Heat 3 Smart. Das heißt, den würden wir jetzt nicht uneingeschränkt verwenden wollen, weil eben halt ein Fäustling manchmal doch too much ist. Gerade hier in Deutschland, in Österreich ist mit Sicherheit noch mal mehr Schnee und kälter im Großen und Ganzen übers Jahr betrachtet. Aber für die ein oder andere Frostbeule kann das natürlich auf jeden Fall der Handschuh sein, schlechthin. Aber ansonsten ein sehr, sehr geiles System. Für alle anderen werden wir dann in den nächsten Wochen nochmal das Modularsystem vorstellen und das ist natürlich dann auch nochmal durch die universellen Teile, die auch einzeln verwendbar sind, nochmal besser, um das Ganze eben dann halt auch modular nutzen zu können. Die Heat Company hat für euch auch noch weitere Informationen, gerade wenn es um das Thema Ökotex und Nachhaltigkeit geht, um Recycling bei der Primaloft Goldfaser oder auch um das Tierwohl, denn auch das ist natürlich bei Ziegenleder auf jeden Fall ein Thema und da ist das Unternehmen sehr bemüht. Das könnt ihr alles dann auf deren Homepage nachlesen. Der Link zur Heat Company ist unten eingeblendet. Die Handschuhe bekommt ihr natürlich nicht nur in Österreich beim Hersteller selbst, sondern überall dort, wo man Produkte von Heat Company kaufen kann. Zum Beispiel bei Recon Company, die haben das auch im Angebot. Könnt ihr mal vorbeischauen und euch selber überzeugen, was das für coole Handschuhe sind. Ja, da es die Heat 3 Smart schon eine Weile am Markt gibt, vielleicht habt ihr die oder auch das Vorgängermodell oder auch von dem Layering-System schon was im Einsatz. Bitte lasst uns das mal wissen und schreibt es in die Kommentare. Würde uns brennend interessieren, was ihr von diesen Handschuhen haltet. Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.